We're talking about the Omega. Heute sprechen wir über das Omega. Sometimes in Adventism, Omega has taken on a completely evil connotation. Manchmal im adventistischen Bereich hat dieses Omega ein bisschen so einen negativen Beigeschmack bekommen. When you say Omega, people tend to think of the Omega of apostasy. Wenn man über Omega spricht, dann tendieren die Leute dazu, über das Omega des Abfalls zu sprechen. But someone else claimed the title before that. Aber jemand anderer hat diesen Titel schon davor für sich in Anspruch genommen. Christ is the Alpha and the Omega. Jesus ist das Alpha und das Omega. So we'll actually be looking at both the good and the bad in this presentation. Und wir werden uns in dieser Präsentation beides anschauen, die gute und die schlechte Seite. We are coming to decisive and tumultuous times. Wir kommen in verführerische und aufrührerische Zeiten. You may have enjoyed your time here and missed the news of what's going on in the world. Vielleicht habt ihr hier eure Zeit genossen und die Nachrichten aus der Welt, was gerade zur Zeit passiert, verpasst. There's been another terror attack in London. Es war wieder ein Terrorangriff in London. And has freaked everybody out again. Und hat wieder jeden natürlich außer Haus gebracht. The world has no signs of getting better, folks. Und die Welt zeigt keine Zeichen, dass es besser wird. And at the end of the time of earth, und am Ende der Zeit, der Weltzeit, as God's people, we must expect and deal with Satan's final attack. Müssen wir als Gottes Volk mit Satans letzten Attacken erwarten und auch mit ihnen umgehen. It will be his most deceptive attack ever. Es wird sein verführerischster Angriff sein, den es jemals gab. Fortunately, we still have God's promise that nothing will be allowed that we are unable to bear. Glücklicherweise haben wir die Verheißung Gottes, dass uns nichts aufgelegt wird, was zu schwer wäre zu tragen. But before you take too much comfort in that, aber bevor man zu viel Trost daraus zieht, remember in our first meeting it was God's purpose to allow the devil to manifest the principles of his government. Denkt dran, dass Gott dem Bösen erlaubt hat, die Grundsätze seiner Regierung zu manifestieren, zu entwickeln. That's still the plan. Das ist noch immer der Plan. And that plan cannot be completed while the Lord puts restrictions on the devil. Und dieser Plan kann nicht erfüllt werden, weil Gott dem Teufel hier in die Schranken weist in diesem Plan. The devil said, "My government is better, and when people see it, they'll all love it." Der Böse sagt, meine Regierung ist besser, und wenn die Leute das sehen, dann werden sie es lieben. Can you get that back for me? I hit that button down there, and I don't know what to do next. Okay, there we go. Thank you. Sorry. If the devil's argument is that when the universe sees his plan, they'll love it. Das Argument vom Teufel ist, wenn sie seinen Plan einmal sehen, dann werden sie es lieben. Just imagine his claim if Christ prevents him from doing what he wants. Jetzt stellt euch einmal vor, dass Christus ihn davon abhält, das zu tun, was er möchte. It's something like meddling with the witness. Das ist so ähnlich wie wenn man sich mit dem Opfer identifiziert. It's a legal term, meddling with a witness. I don't know. Legal in a court case, you're stopping the witness from testifying. Okay, alles klar. Das heißt, dass man den Zeugen oder das Opfer eigentlich unterdrückt sozusagen. Also, ja. And so at the end of time, God has to turn Satan loose. Das heißt, am Ende der Zeit muss Gott Satan sozusagen freilassen. But how can he do that and still keep his promise that he'll not allow anything that we cannot bear? Wie kann er das machen und trotzdem das Versprechen halten, dass er uns nichts aufbürdet, was wir nicht tragen könnten? He does that by bringing his people to the point where they can bear it. Er tut das, indem er sein Volk zu dem Punkt bringt, wo sie es ertragen können. We have some work to do yet. Und wir haben ein bisschen Arbeit vor uns. It's basically accomplished
through a process of education, I suppose. Es ist grundsätzlich wie ein Prozess der Ausbildung, so denke ich. Not just head knowledge, Es ist nicht nur Kopfwissen, but the education that takes in the whole character. aber eine Art von Erziehung, die den gesamten Charakter mit einbezieht. There are things that are important to know, to learn intellectually. Es gibt wichtige Dinge, die man intellektuell lernen muss und kann. There's one famous statement that I really like. Es gibt ein berühmtes Zitat, das ich sehr gerne habe. Says we have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us in his teaching in our past history. Wir haben für die Zukunft nichts zu fürchten, wenn wir nicht vergessen, wie der Herr uns geführt hat und was er uns in der Vergangenheit gelehrt hat. That's why it's important that we notice this. Das ist, warum es wichtig ist, das, was hier unten steht. There's nothing new at the end of time. Es gibt nichts Neues am Ende der Zeit. It may be stronger, Es mag schlimmer sein, it may be more deceptive, es mag verführerischer sein, but the principles are not new. aber die Prinzipien sind nicht neu. Satan deceives and corrupts the world and makes men believe that they are sinless and holy while sinning against God. Satan verführt und zerstört die Welt und macht dabei dem Menschen glauben, dass er sündlos und heilig sei, während er gegen Gott sündigt. But in so doing, he is only carrying on his original work. Aber auf diese Art setzt Satan nur sein ursprüngliches Werk fort. He has introduced no new arguments. Er hat keine neuen Argumente eingebracht. He has created no new empire of darkness from which to draw supplies for the furtherance of his deceptions. Er hat kein neues Reich der Finsternis erschaffen, von dem er sich neue Vorräte für die Förderung seiner Verführungen holen könnte. And sin that was sin in the beginning is sin today. Und was früher noch Sünde war, ist auch heute noch Sünde. And sin, the apostle declares, is the transgression of God's law. Und laut dem Apostel ist die Sünde die Übertretung des Gesetzes Gottes. In these days, it is Satan's determined purpose In diesen Tagen ist es Satans entschlossenes Ziel, to intensify sin by making it legal in the children of disobedience. die Sünde zu verschärfen, indem sie in den Kindern des Ungehorsams als legal angesehen wird. He is to reveal to the world and to heaven what is the order and result of a government carried on according to his ideas of administration and law. Er muss der Welt und dem Himmel offenbaren, was die Ordnung und das Ergebnis einer Regierung ist, die auf seinen, also Satans, Ideen von Verwaltung und Gesetz beruht. He is working with secret, yet with intense zeal in both church and state. Er wirkt im Geheimen, aber mit intensivem Eifer, sowohl in der Gemeinde als auch im Staat, To cause men to throw off all the restraints of God's law. um die Menschen dahin zu bringen, alle vom Gesetz Gottes gegebenen Beschränkungen abzuschütteln And take a decided stand with him in the ranks of rebellion. und sich entschieden seiner Rebellion anzuschließen. But when his work is accomplished, Aber wenn sein Werk vollbracht wird, the Lord sein will Werk. interpose wird der Herr eingreifen and vindicate his honor as the supreme ruler of the universe. und seine Ehre sowie seine souveräne Oberherrschaft verteidigen. The devil is working in church and state. Der Teufel arbeitet in Kirche und in der Staat, in der Kirche und im Staat, To make it legal um to sin. es legal zu machen, dass man sündigt. I think we could probably think of a few examples of that. Ich denke, wir können hier an einige Beispiele denken. Down at the bottom, it's an interesting thought here. Es ist ein interessanter Gedanke hier. When Satan's work is accomplished, the Lord will interpose. Wenn Satans Werk erfüllt ist, dann wird Gott einschreiten. So is God waiting for Satan to get more evil? Wartet Gott also darauf, dass Satan noch böser wird? It says, when his work is accomplished. Das heißt, wenn sein Werk vollendet ist, vollbracht ist. So maybe that's what's been delaying the second coming, is Satan's not bad enough yet. Und das hat vielleicht die zweite Wiederkunft verzögert, weil Satan noch nicht schlecht genug ist. No, it's nein. we are not strong enough yet. Es ist, dass wir nicht
stark genug sind. Because Noch. the Lord can't turn him loose until he can also keep his promise that he will allow nothing that we can't bear. Der Herr kann ihn ja nicht loslassen, solange er nicht das Versprechen halten kann, dass er uns nichts aufbürdet, was wir nicht tragen können. So we have some things to learn yet. Das heißt, wir müssen einige Dinge noch lernen. Which takes me back to the idea of remembering our history. Was mich zurückbringt zu dem Gedanken, dass wir an unsere Geschichte denken. I like the idea of having nothing to fear. Ich mag den Gedanken, dass man nichts zu fürchten hat. You know, I like to think I'm a brave guy. Und ich denke über mich gerne als einen mutigen Menschen. I don't like to be afraid. Ich bin nicht gern ängstlich. But I wonder how this works with not forgetting our history. Aber ich frage mich, wie das funktioniert, mit seine Geschichte nicht zu vergessen, If we haven't learned it in the first place. wenn wir es ja als allererstes schon nicht gelernt haben. If I never learn it, I don't have to worry about forgetting it. Wenn ich etwas nie gelernt habe, dann muss ich mich nicht darum kümmern, dass ich es vergesse, oder? But am I any better off? Am I any better off Aber- not knowing it? I don't know it either way. Aber geht es mir besser dadurch, dass ich es nicht weiß, so oder so? Okay. And this is really why I believe that the parallels that we're working on here this weekend are important. I think it's Um, something we need to know. Deswegen denke ich, dass diese Parallelen, an denen wir arbeiten hier dieses Wochenende, dass das wichtig ist, dass das etwas ist, woran wir arbeiten sollten. Okay, so we saw this last night. Und wir haben das letzten Abend schon gesehen. And again, the idea is that the first two in each side are the predictors of the bottom one on each Und side. es ist wieder so, die ersten zwei, jeweils auf der linken und auf der rechten Seite, sind die Vorreiter oder Vorbereiter von dem Ereignis, das unten am Ende steht. And there's nothing new down here. Und es gibt hier unten nichts Neues. It's the full and final display Es ist die vollständige Darstellung, but the principles are the same. also die endgültige Darstellung ist das, aber die Prinzipien sind die gleichen. The statement said that Lucifer has no new arguments. Das Zitat hat gesagt, dass Luzifer keine neuen Argumente hat. He has no new, empire of darkness or something like that. it Er hat said. auch nicht ein neues Reich der Finsternis oder sowas ähnliches. What's maybe more important Was vielleicht wichtiger ist, is for us to know that we should not bring any new principles into God's work. ist für uns zu wissen, dass wir auch keine neuen Prinzipien in Gottes Werk etablieren sollten. We have the perfect example here. Wir haben das perfekte Beispiel hier. We have a partial example here. Wir haben ein Stückweise, teilweise ein Bild von hier. Down here, we need to not bring in our own principles. Und wir sollten hier unten nicht unsere eigenen Prinzipien mit einbringen. Because any new principles we add here Denn egal welches neue Prinzip wir hier hinzufügen, they'll be coming from here. es könnte von der anderen Seite sein. If what kind of principles are we going to get if we add something to what Jesus used, you know? Aber ich meine, was für eine Art von Prinzip wäre das, wenn wir etwas dem hinzufügen, was Jesus eigentlich schon verwendet hat? It's kind of like the book of Revelation. If you add to it, you're doing the wrong thing. Es ist wie das Buch der Offenbarung. Wenn du etwas hinzufügst, dann machst du definitiv was Falsches. We've had indications of this all along here, and just look at some of these. Und wir haben Andeutungen darauf schon hier immer wieder gehabt und wir möchten uns das nächste jetzt anschauen. Christ's method alone will give true success. Nur die Methode Jesu wird wahren Erfolg erzielen. Notice the word method. Achtet auf das Wort Vorgehensweise oder Methode. It's singular, yeah? Es ist Singular, ja. Okay. This is not talking about all the little distinctions we can see between what Jesus did here and what he did there. Es redet hier nicht über all die verschiedensten Aspekte dessen, was Jesus jetzt genau gemacht hat. Once he put clay on a blind man's eyes. Einmal hat er zum Beispiel Ton auf die Augen eines blinden Mannes gelegt.
Another time he put his thumbs, I think it was his thumbs on his eyes, or Ein anderes thumbs in Mal his fingers, hat er nur something, I seine know. Finger auf die Augen gelegt. I forget how he Die touched Daumen him oder somehow. er hat ihn berührt. And sometimes he just spoke. Und manchmal hat er nur gesprochen. And so we could say, oh, there are 3 different methods there. Und wir könnten sagen, ja, das sind jetzt 3 verschiedene Methoden. But that's not what this is talking Aber about. darum geht es hier nicht in diesem This Zitat. is talking about the one big method, Es geht hier um die the one that stands out above all the others. Vorgehensweise, die vor allen anderen aus allen anderen hervorsticht. That's what we see in these other verses or other references. Und das sehen wir auch hier in den anderen Kommentaren. The great object that brought Christ to the earth was to reveal the Father. Christus kam hauptsächlich deswegen auf diese Erde, um den Vater zu offenbaren. God is love. Gott ist Liebe. This was the great truth that Christ came to the world to reveal. Das ist die große Wahrheit, zu deren Offenbarung Christus auf diese Welt kam. The object of Christ's mission to the world was to reveal the Father. Der Sinn von Christi Auftrag auf dieser Welt war, den Vater zu offenbaren. In all his ministry, In seinem gesamten Dienst, all his self-denial and self-sacrifice, sowie in seiner Selbstverleugnung und Selbstaufopferung, Christ's object was to reveal God to the world. ging es Christus darum, Gott der Welt zu offenbaren. But Jesus isn't here anymore. Aber Jesus ist nicht mehr hier. How will the character of God be revealed to the world now? Wie wird Gottes Charakter der Welt heute offenbart? Jetzt. It's our privilege. Es ist unser Vorrecht. It's also our responsibility. Es ist auch unsere Verantwortung. The world needs today what it needed 1900 years ago. Die Welt hat heute das nötig, was sie bereits vor 1900 Jahren nötig hatte. A revelation of Christ. Eine Offenbarung Christi. What the world needs today is the light of Christ's example, Das Bedürfnis der heutigen Welt ist eine Widerspiegelung von Christi Licht reflected from the lives of Christ-like men and women. durch das Leben von Christusgleichen Männern und Frauen. That's our calling. Das ist unser Ruf. Those who wait for the bridegroom's coming are to say to the people, "Behold your God." Alle, die auf den Bräutigam warten, haben die Aufgabe, den Menschen zu sagen, siehe, das ist euer Gott. So who's this that's waiting for the bridegroom's coming? Also wer wartet auf die Jungfrauen, auf den Bräutigam, der da kommt? Remember the wise virgins, right? Die klugen Jungfrauen, Okay. erinnert ihr euch? They say, "Behold your God." Say to the people, to the rest of the people, "Behold your God." Sie sagen zu den anderen Menschen, seht, das ist euer Gott. The last rays of merciful light, Die letzten Strahlen des Gnadenlichts, the last message of mercy to be given to the world, die letzte Botschaft der Barmherzigkeit is a revelation of his character of love. sollen der Welt das liebevolle Wesen Gottes offenbaren. This is not a description of his character of love. Das ist nicht eine Beschreibung seines Charakters der Liebe. It's probably not a YouTube video of the character of his love. Vielleicht wird es auch nicht ein YouTube-Video über die Art seiner Liebe sein. It's a real life flesh and blood revelation. Es ist eine lebendige Offenbarung im Fleisch und Blut. The children of God are to manifest his glory. Die Kinder Gottes sollen seine Herrlichkeit offenbaren. In their own life and character, they are to reveal what the grace of God has done for them. Gleichzeitig sind seine Kinder dazu aufgerufen, in ihrem Lebensstil und Wesen die Gnade Gottes deutlich werden zu lassen, um so anderen Menschen Gottes Herrlichkeit zu offenbaren. The light of the Son of Righteousness is to shine forth in good works. Das Licht, das uns die Sonne der Gerechtigkeit schenkt, können und sollen wir durch Gutes tun, In words of truth in Aufrichtigkeit and deeds of holiness. und Heiligung, also diese Taten also heilige Taten eigentlich, heißt es im Englischen, an andere weitergeben. So when those who wait for the bridegroom say, "Behold your God," Das heißt, wenn es um den Bräutigam geht und wir sagen, siehe, das ist euer Gott, where's the world supposed to look? wo soll die Welt dann hinschauen? At the church. Yeah. Auf die Gemeinde. And it's revealed through good works, it says. Und es wird durch Gutes tun, durch gute Werke offenbart. So
Kellogg was right back in 1893 with all those verses about good works. Kellogg hat also recht gehabt 1893 mit all diesen Versen über gute Werke. But it's bigger than that, maybe. Aber das Bild ist ein bisschen größer als das. God's purpose in committing to men and women the mission that he committed to Christ, Indem er Männern und Frauen die Mission aufträgt, die er Christus auftrug, is to disentangle his followers from all worldly policy beabsichtigt Gott, seine Nachfolger von aller weltlichen Politik zu entflechten and to give them a work identical with the work that Christ did. und ihnen ein Werk zu geben, das identisch mit dem Werk ist, das Christus tat. Identical is a pretty strong word. Identisch, das ist ein relativ starkes Wort. That's the work that's been given to us. Das ist das Werk, das uns gegeben wurde. But notice what has to come first. Aber schaut, was zuerst kommen muss. He has to get us disentangled from worldly policy. Er muss uns zuerst von aller weltlichen Politik entflechten, entwirren. So disentangle, it's like being all wrapped up in a rope or something. Entflechten, das heißt, das ist wie wenn man mit einem Seil festgefangen ist. Ja. How do we do that? How do we get disentangled from worldly policy? Wie machen wir das? Wie entflechtet man sich von weltlicher Politik? What is worldly policy? Was ist weltliche Politik? I'm going to guess Und ich werde jetzt einfach mal raten, that worldly policy is anything dass weltliche Politik alles sein kann, that keeps us from doing a work identical to the work of Jesus. was uns abhält, das Werk zu tun, das identisch ist mit dem Werk Christi. I don't know what all that is, Ich weiß zwar nicht, was das alles sein mag, but if it keeps me from doing a work identical to Jesus, I think I need to get disentangled. aber wenn mich das aufhält, dieses Werk zu tun, dann muss ich mich von dem entflechten. Oder, ja. And then, of course, we have this statement we've looked at a couple of times before. Und wir haben dieses Zitat, das wir schon ein paar Mal gelesen haben jetzt. Jesus couldn't express in words the love of God, Jesus konnte nicht in Menschenworten die Liebe des Vaters ausdrücken, but he did express it in his actions. aber er hat es in seinen Taten gezeigt. Now, if it was impossible for Jesus to do it with words, Wenn es nicht möglich war für Jesus, es mit Worten zu tun, I think we might as well admit it's going to be impossible for us. dann wird es wahrscheinlich unmöglich für uns sein. If it was possible for Jesus to do it in his actions, Wenn es möglich war für Jesus, es durch seine Taten zu zeigen, I think we need to admit we've got a way to go yet. dann müssen wir leider zugeben, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben. How do my actions stack up with Jesus? Wie werde ich so wie Jesus? I think I need to be disentangled yet. Ich glaube, ich muss mich auch entflechten. I'll just be honest. I don't know how to do it yet. Ich bin einfach ehrlich, ich weiß es noch nicht, wie man das tut. It's frustrating. Es frustriert manchmal. There's lots of crazy things that use up my time. Es gibt so viele verrückte Dinge, die meine Zeit I- in Anspruch nehmen. It's like things that just kind of tie my hands. I really, oh, I'd like to do that, but I just can't. Manche Dinge binden mir einfach die Hände. Ich würde zwar gerne etwas tun, aber ich kann nicht. They tried to tie Jesus' hands once. Und sie haben versucht, Jesu Hände einmal zu binden. I've always liked this. Und ich mag das. They had his hands tied. Und sie haben seine Hände gebunden. And he said, oh, excuse me, I need to fix this man's ear. Und er hat gesagt, oh, es tut mir leid, ich muss das Ohr von diesem Mann. Okay, go ahead, tie him Wieder up again, whatever you Und want. jetzt könnt ihr mich wieder That's festbinden. always struck me as funny. Und das finde ich immer lustig. Didn't they realize they were messing with somebody that could wipe them out if he wanted to? Haben sie nicht gemerkt, dass sie mit jemandem Umgang gehabt haben, der sie vernichten hätte können, wenn er wollte? But me, my hands seem tied. Aber meine Hände scheinen gebunden zu sein. How many ears have gone past me needing healing that didn't get healed? Wie viele Ohren sind an mir vorbeigegangen, die Heilung gebraucht hätten und die keine Heilung bekommen haben? How do we get disentangled? Wie können wir uns hier entflechten? Christ, the great medical missionary, Christus, der große medizinische Missionar, is our example. ist unser Beispiel. He healed the sick and preached the gospel. Er heilte die Kranken und predigte das Evangelium.
In his service, healing and teaching were linked closely together. In seinem Dienst war Heilen und Lehren eng miteinander verbunden. Today they are not to be separated. Heute sollen diese Bereiche nicht getrennt werden. The Holy Spirit never has and never will in the future Der Heilige Geist hat niemals und wird auch in Zukunft niemals divorced the medical missionary work from the gospel ministry. die medizinische Missionsarbeit von der Arbeit der Prediger trennen. They cannot be divorced. Diese beiden Bereiche kann man nicht trennen. Bound up with Jesus Christ, the ministry of the word and the healing of the sick are one. Durch das Verbundensein in Christus stellen der Dienst am Wort und das Heilen der Kranken eine Einheit dar. Das ist eins. And we looked at this one yesterday too. Und das haben wir gestern auch schon gesehen. The union of Christ-like work for the body and Christ-like work for the soul is the true interpretation of the gospel. Die Einheit von Christusähnlicher Arbeit für den Körper und für die Seele ist die wahre Interpretation des Evangeliums. The idea of us doing the same work that Jesus did raises some interesting questions. Der Gedanke, dass wir die gleiche Arbeit tun sollen, die Jesus getan hat, bringt einige interessante Fragen auf. Maybe the first one is why? Die erste Frage ist vielleicht, warum? Why do we need to do what Jesus already did? Warum müssen wir das tun, was Jesus schon getan hat? I mean, didn't he do the job? Hat er das nicht schon erledigt? And no, it's not done. Und nein, es ist noch nicht erledigt. Remember this list? Erinnert ihr euch an diese Liste? We crossed off 6 of them, Wir haben 6 Punkte schon rausgestrichen, but there are 3 down at the bottom yet. aber 3 sind hier am Ende noch. Why are they still there? Warum sind diese 3 Punkte noch immer da? And what's God going to do about those? Und was wird Gott mit diesen Punkten machen? We don't have time to look at all the details of these. Wir haben nicht Zeit, dass wir uns alle Einzelheiten anschauen. I feel bad almost bringing them up and not being able to cover them in detail. Es tut mir fast, also ich fühle mich fast schlecht, dass ich sie euch zwar sage, aber nicht jedes in Einzelheit jetzt bespreche. But I'll give you a hint why we're not going to do it in detail. Aber ich gebe euch einen Hinweis, warum wir das nicht tun. About a year and a half ago, I decided to try and answer this question. Vor 1,5 Jahren habe ich versucht, diese Frage zu beantworten. At this point, it's a 400-page book sitting on my laptop that hasn't been printed and probably won't be for years yet. Und zurzeit ist es ein 400 Seiten langes Buch, das sich auf meinem Computer befindet, aber noch nicht in Aussicht ist, gedruckt zu werden für die nächste Zeit. Now, I should check on something. Ich sollte vielleicht etwas überprüfen. The claim here is that God's law is arbitrary. Ja. How does that, what does your word willkürlich? Willkürlich. Yeah, what's that mean? It means like I'm standing here and 1 second I say, oh, just wait for me, I want to get some water for myself. And then I say, oh no, I want to play the piano now. Oh no, wait a second, let me see. Oh, let's cut that tree, just for fun, you know. How, okay. Oh no, let's cut that tree. That's kind of like. Oh no, let's cut that tree. Check. Okay. I got it. That would be like the English word whimsical, almost. Probably. Okay. I might want a different word here. It means also like that you don't go according to your own law. So it means you have a law, but you say, well, I am above the law, so I can do whatever I want. Okay, so you're breaking your own law? Yes, also. Okay. You're not able to recognize a pattern in all actions. Like they're just randomness. That's good. That's a good concept. In English, it may have a different, a little different twist to it. The root word for the concept of arbitrary. Arbitrary. Yeah, comes back to the idea because I said so. Also das Grundwort, der Wortstamm für das Wort, das hier im Englischen verwendet wird für willkürlich, geht zurück auf das Wort, weil ich es so gesagt habe. So is God's law just because that's what I think it ought to be? Und das heißt, that's what I say. Das heißt, ist Gott so, dass er einfach sagt, das ist einfach, was ich sage? Or is there a bigger reason behind the law? Oder gibt es größere Gründe oder Hintergründe für diese Gesetze? So do you have a word that would kind of catch that idea? Ob ich jetzt ein Wort finde, dass ich diesen Gedanken fange, ja, Gottes Gesetz ist
Authoritarian? vielleicht, ja. Authoritarian? Ja, she said autoritär. That's kind of the thought, yeah, Das ist maybe in vielleicht der English. Gedanke, ja, im Okay. Englischen auch. Ja, but this word is exactly fitting It works, to the Good. thing you want to say. Okay, okay. Yeah. It's just hard to explain. Yes, it's hard to understand too. Okay. Well, actually, will, the word Wille, will, that's like will. Okay. Und Kür is like a Wahl, an old German word for choosing. And I choose it. Kurfürst or I choose, so will Kür, so choose by my will, yeah. It works. Okay, Okay, I should have checked on that somewhere else, but yeah, I just thought of it now. Okay. These three issues still remain. Diese drei Probleme bleiben noch immer. It's good that they are still there. Es ist gut, dass sie noch immer da sind. That gives Seventh-day Adventists a rational reason to explain something no one else can explain. Das gibt Adventisten einen rationalen Grund, dass sie jemandem etwas erklären, was man sonst nicht erklären könnte. No one else can explain. No one else has an answer. Wozu niemand anderer eine Antwort hat oder niemand anderer das erklären kann. And that's the age-old question of why is there suffering? Und das ist diese Urfrage, warum gibt es Leid? How can a loving God who has all the power in the universe Wie kann ein liebender Gott, der alle Macht im Universum hat, allow suffering? Leiden erlauben? If he has the power to stop it and he loves people, why doesn't he stop it? Wenn er die Kraft dazu hat oder die Macht, das aufzuhalten und er liebt die Menschen, warum tut er das nicht? Most Christians would say, well, yes, it has something to do with salvation and all that sort of thing. Die meisten Christen sagen ja, es hat was mit Erlösung und diesen Dingen zu tun. But in their theology, salvation is completed at the cross. Aber in ihrer Theologie ist die Erlösung abgeschlossen mit dem Kreuz. If everything was solved at the cross, Wenn alles am Kreuz bereits erledigt war, why are little kids still dying? warum sterben dann noch immer kleine Kinder? Why are people getting cancer and spending nights in screaming pain? Warum gibt es Krebs, wo Menschen Nächte schreiend in Schmerzen verbringen? And the answer that Adventism can bring to that Und die Antwort, die die Adventisten bringen können, is that it is necessary for the greater good of the universe dass es notwendig ist für das größere Wohl des Universums, to completely respond to Satan's accusations. vollständig auf Satans Anschuldigungen zu antworten. If these were not dealt with, they would come up again somewhere, sometime. Wenn damit nicht umgegangen wird jetzt, dann wird das irgendwann einmal wieder hervorkommen. And the thing about these three is that they're all intricately involved with human beings. Und das Interessante an diesen dreien ist, dass sie sehr eng mit menschlichen Wesen verbunden sind. Oder Lucifer verwoben. said the law is just because God said so. Luzifer sagte, das Gesetz ist nur da, weil Gott einfach gesagt hat. If it's a law like that, he could easily change it by saying something else. Wenn es so ein Gesetz gewesen wäre, dann hätte er es einfach verändern können, indem er einfach was anderes sagt. In the United States, they're famous for moving speed limits up and down sometimes. Und in den Vereinigten Staaten sind wir berühmt dafür, dass man die Geschwindigkeitsbegrenzungen manchmal auf und ab verändert. And it's easy to do. You just put up a new sign. Und es ist einfach, man stellt einfach ein neues Schild auf, Because somebody said so. weil es jemand gesagt hat. But God's law isn't like that. Aber Gottes Gesetz ist nicht so. It's interesting, when you read Ellen White about Lucifer's accusations in heaven, Es ist interessant, wenn man Ellen White dazu liest, welche Anschuldigungen Satan im Himmel erhoben hat. when Lucifer says, God, you need to change your law, Als Luzifer sagt, dass Gott sein Gesetz verändern muss, Ellen White never has God responding, saying, no, I won't. dann schreibt Ellen White nie darüber, dass Gott sagen würde, nein, ich tue es nicht. She always has him saying, I can't. Sie schreibt immer, ich kann nicht. The law is unchangeable. Das Gesetz ist unveränderlich. Lucifer says, no,
He has changed it, actually, Lucifer Und says. dann sagt Luzifer auch noch, Gott hat es verändert. Lucifer will argue that the law makes forgiveness impossible, and so for people to be forgiven, God has to change it. Er argumentiert so, dass er sagt, das Gesetz macht Vergebung unmöglich, somit muss Gott das Gesetz ja ändern, damit das Halten von ihm möglich ist. And if God ever changed it, then that would prove that this one was true. Und wenn Gott es jemals verändert hätte, dann würde das ja bedeuten, dass seine Anschuldigung stimmt. Do you understand the concept here? Versteht sie das Konzept? Actually, this was Satan's plan with Adam and Eve from the beginning. Das war eigentlich Satans Plan von Anbeginn mit Adam und Eva. I wish I had the statement, but I don't have it here. Ich wünschte, ich hätte das Zitat, ich habe es leider nicht da. She says that Lucifer knew that God loved Adam and Eve in a special way. Und sie schreibt, dass Luzifer wusste, dass Gott Adam und Eva auf eine besondere Art und Weise liebte. And he said, if I get them to sin, Und er dachte sich, wenn ich sie zum Sündigen bringe, God will find a way to save them. dann wird Gott einen Weg finden, sie zu erretten. And in order to save them, he'll have to change his law. Und um sie zu erretten, muss er sein Gesetz verändern. And if he changes his law, Und wenn er das Gesetz verändert, it proves that I was right. dann beweist das, dass ich recht hatte. And so why would he kick me out of heaven? Warum hat er mich dann aus dem Himmel rausgebracht? Ellen White says he felt that he and his angels stood in a fair way to share with them in the mercy of God. Er hatte das Gefühl, dass er und seine Engel auf einem gerechten Posten standen, gegenüber der Gerechtigkeit Gottes. If God changed his law, Lucifer was back in. Wenn Gott sein Gesetz änderte, also er fühlte sich im Recht, dann ist er wieder zurück im Himmel. That's why the law is always at the heart of the question of the great controversy. Deswegen ist das Gesetz immer im Zentrum der Frage der Erlösung. So proving these last three are something that Jesus can't do by himself. Oder des großen Kampfes. Also diese drei Dinge sind etwas, was Jesus nicht alleine schaffen kann. He needs, I don't know if I'd say our help, but he needs us to play our role. Ich würde nicht unbedingt sagen, er braucht unsere Hilfe, aber er braucht uns, dass wir unsere Rolle einnehmen. In the character of God's people, a living testimony will be born that will contradict the fallacy of Satan. Im Charakter des Volkes Gottes wird ein Zeugnis erbracht werden, das den Irrtum Satans widerlegen wird, Who has declared that the law of Jehovah is arbitrary der behauptet, dass das Gesetz Jehovas willkürlich sei and holds its subjects under a cruel bondage. und dass er seine Untertanen unter grausamer Knechtschaft halten würde. The Lord desires through his people Gott aber möchte gern die Anschuldigungen Satans dadurch entkräften, to answer Satan's charges indem er durch sein Volk zeigt, by showing the result of obedience to right principles. wie sich Gehorsam und richtige Grundsätze im praktischen Leben auswirken. We are the answer to the great controversy. Wir sind die Antwort auf den großen Kampf. In the chapter on the time of trouble in the book Great Controversy, Im Kapitel, wo es um die Zeit der Trübsal geht, im Buch Der große Kampf, there's an interesting description of God's people at that time. gibt es eine interessante Beschreibung von Gottes Volk, das in der Zeit sein wird. They are searching their hearts to see if there is any sin, Sie erforschen ihre Herzen, um zu sehen, ob da irgendeine Sünde ist. and it says they aren't afraid of, I forget the wording, they aren't afraid of being punished themselves, Und sie fürchten sich nicht davor, dass sie eine Strafe bekommen, but they know that if they were to fail, aber sie wissen, wenn sie versagen, it would reflect on God's government. dann würde das einen Schatten zurückwerfen auf Gottes Regierung. The sealing of God, at the sealing, when we're sealed in the forehead, Wenn wir versiegelt sind, das Siegel Gottes an unserem Stirn, God is saying to the rest of the universe, sagt Gott dem Rest vom Universum damit, watch them now. These are the ones. schaut sie euch genau an. Das sind diejenigen, die Auserwählten. Everyone that's sealed will pass this test. Jeder Einzelne, der versiegelt ist, wird diese Prüfung bestehen. And if one were to fail,
Und wenn einer versagt hätte, God would be proven wrong. dann würde Gott ja genau. Also dann wird Gott nicht mehr gerechtfertigt. And who can trust his wisdom if he's been wrong once? Und wer kann dann seiner Weisheit vertrauen, wenn er einmal falsch lag? Satan wins. Und dann gewinnt Satan. We don't want that. Und das wollen wir nicht. God's final work uses the same method that Christ used during his life on earth. In Gottes Abschlusswerk wird dieselbe Methode benutzt, die Christus auf seinem Erdenleben benutzte. The revelation of the character of God. Eine Offenbarung von Gottes Charakter. God's final work requires that human beings take on the role Jesus played during his life. Now that's I don't like the wording of that actually. I should rewrite that. It's not the whole role. Obviously, we're not going to be the Lamb of God, right? So. Also Gottes Abschlusswerk setzt voraus, dass die Menschen die Rolle einnehmen, die Jesus während seines Erdenlebens einnahm. Die Wortwahl ist hier ein bisschen unglücklich, weil wir werden natürlich jetzt nicht zum Opferlamm. That we reflect the character of God. That's the role. Aber es geht die Rolle, dass wir Gottes Charakter reflektieren. Das ist unsere Rolle. The revelation of God's character cannot be accomplished through words alone. Die Offenbarung von Gottes Charakter kann nicht nur allein durch Worte erreicht werden. Acts of mercy and healing are also necessary. Taten der Gnade und der Heilung sind ebenso notwendig. In short, God's final work is self-sacrificing medical missionary work. Um es kurz zu fassen, Gottes Abschlusswerk ist selbstaufopfernde medizinische Missionsarbeit. All of which helps us understand this statement. Und dies alles hilft uns, das folgende Zitat jetzt zu verstehen. The truth for this time, the third angel's message, Da wir uns der großen Abschlussprüfung nähern, muss die Wahrheit für diese Zeit, is to be proclaimed with a loud voice, die dreifache Engelsbotschaft, mit wachsender Kraft und mit lauter Stimme verkündigt werden. meaning with increasing power Das heißt mit wachsender Kraft, as we approach the great final test. je näher wir der großen Endprüfung kommen. This test must come to the churches in connection with the true Diese Prüfung muss in unseren Gemeinden kommen, in Verbindung mit dots. Punkt, Yeah, Punkt, punk, Punkt, punk, punk, or something. Punkt, Punkt. Okay, we just say dots. Okay. The true what? Die wahre, was für eine Verbindung? The third angel's message comes in connection with the true. Die dreifache Engelsbotschaft kommt in Verbindung mit der wahren That's good. Presentation of God's character. Darstellung Gottes Charakter, wahren Darstellung Gottes Charakter, ja, ist gut. A lot of times we might easily have thought the true Sabbath, Manchmal hat man sich früher vielleicht gedacht, durch den wahren Sabbat. and I'm sure that that's true, actually. Und ich denke, dass das auch stimmt. But that's not what this statement says. Aber das ist nicht das, was dieses Zitat hier sagt. Come in connection with the true medical missionary work. Mit der wahren medizinischen Missionsarbeit. A work that has the great physician to dictate and preside in all it comprehends. Eine Arbeit, die der große Arzt mit allem, was sie umfasst, befohlen und vorgegeben hat. Okay, we're going to look more at God's work in a bit, but now we need to switch over and look at the other side for a while. Und wir werden uns mit Gottes Werk ein bisschen mehr beschäftigen später, aber wir müssen jetzt den Blickwinkel auf die andere Seite richten. The best way to form a concept of the Omega Die beste Weise, sich ein Konzept zu machen über das Omega, is to look at what Ellen White said about the Alpha ist, dass man sich anschaut, was Ellen White über das Alpha schreibt und sagt. and her predictions about how it would grow if it had been allowed. Und ihre Vorhersagen, wie es weitergewachsen wäre, wenn es erlaubt gewesen wäre. Wenn es, ja. So. When we talk about Kellogg, the most obvious problem was pantheism. Wenn das offenliegendste Problem, wenn man über Kellogg spricht, was Pantheismus. And we talked about this somewhat before, but the idea that God is not a specific person, Die Idee, dass Gott nicht eine spezifische Person sei, but some sort of all-pervading entity. sondern ein alles durchdringliches Wesen, etwas. Yeah, God is in the air, He's in the flowers. Gott ist in der Luft, in den Blumen. When you take that idea, it makes all men at least partially divine, saint and sinner alike. Wenn man diese Idee annimmt, dann macht das jeden Menschen zumindest teilweise zu heilig oder göttlich. Okay. Someone asked Kellogg, what do you think about the heavenly sanctuary? Jemand hat Kellogg einmal gefragt, was denkst du über das himmlische Heiligtum?
And he says, the sanctuary is where God dwells. Und er sagt, das Heiligtum ist das, wo Gott wohnt. And that's good. Und das ist gut. But when he said that, Aber als er das sagte, he went like this. hat er so gezeigt. God dwells in me. Gott lebt in mir. I am Oder the wächst in mir. living temple. Ich bin der lebendige Tempel. Beyond the philosophical elements, there were also clear indications of direct supernatural involvement. Aber abgesehen von den philosophischen Elementen gibt es Hinweise auf eine übernatürliche Beteiligung. We've seen some of this, so this is a little bit of a review. Es ist jetzt ein bisschen eine Wiederholung, wir haben das teilweise schon gesehen. When you wrote that book, you were not under the inspiration of God. Beim Niederschreiben dieses Buches befandest du dich nicht unter der There was Inspiration by your Gottes. side the one who inspired Adam to look at God in a false light. An deiner Seite befand sich derjenige, der Adam dazu inspirierte, Gott in einem falschen Licht zu betrachten. It is not John Kellogg that you are dealing with. Du hast nicht mit John Kellogg zu tun, It is a being who once figured in the courts of heaven as an exalted angel. sondern mit einem Wesen, das sich früher als erhöhter Engel in den himmlischen Höfen befand. The poor doctor is not in his right mind. Der arme Doktor kann nicht mehr in richtiger Weise über seinen Verstand verfügen. It is Satan's theories that are now coming to the front from the lips of Dr. Kellogg. Über die Lippen von Dr. Kellogg werden nun Satans Theorien vermittelt. Now, there's one point in where I think Adventism has maybe a bit of a blind spot. Und da gibt es einen Punkt, wo ich denke, dass die Adventisten ein bisschen so einen blinden Fleck haben. Sometimes, if you focus too much in one direction, you miss what's happening over here. Wenn man sich zu sehr auf eine Sache fokussiert, verpasst man, was hier passiert. When we talk about spiritualism, Wenn wir über Spiritismus sprechen, especially in the end times, im Besonderen in der Endzeit, we tend to think of Aunt Margaret coming back from the dead. dann tendieren wir dazu, dass Tante Margret von den Toten zurückkehrt, dass wir das denken. Okay, or something like that. The departed spirits, Also wir denken da gleich an Geister, irgendwelche alten Geisteswesen, impersonated by demons. die natürlich durch Dämonen in Person auftauchen. That's a part of spiritualism. Das ist ein Teil vom Spiritismus. But there's more to it. Aber da gibt es mehr. Ellen White wrote a lot about can our dead speak to us? A whole chapter in Great Controversy. Und Ellen White schrieb viel darüber, ob jetzt die Toten zu uns sprechen können. Sie hat ein ganzes Kapitel im großen Kampf dazu geschrieben. But sometimes she turns her attention away from the departed spirits element. Aber manchmal nimmt sie ihren Fokus weg von diesem Gedanken der verstorbenen Geister. And she goes back to the more philosophical concepts. Und sie geht wieder zurück mehr zum philosophischen Konzept dahinter. It almost looks like a totally different picture. It's like the spirits really, you don't even see the spirits, they're gone for now. Und plötzlich ist es ein ganz anderes Bild. Die Geister spielen gar keine Rolle mehr, die sind weg. Spiritualism declares that there is no death. Der Spiritismus behauptet, es gibt keinen Tod. That works with the spirits part. Das passt noch zusammen mit dem Gedanken der Geister. But it goes on. Aber es geht weiter. No sin. Keine Sünde. No judgment. Kein Gericht. No retribution. Auch keine Vergeltung. That men are unfallen demigods. Dass die Menschen nicht gefallene Halbgötter sind. That desire is the highest law. Dass das höchste Gesetz die Lust ist. And that man is accountable only to himself. Und dass der Mensch nur für sich selbst verantwortlich ist. The barriers that God has erected to guard truth, purity and reverence. Die Schranken, die Gott errichtete, um Wahrheit, Reinheit und Ehrfurcht zu schützen, are broken down and many are thus emboldened in sin. Werden niedergerissen und viele in ihrer Sündhaftigkeit bestärkt. I have never found anything that links Kellogg to the departed spirits kind of spiritualism. Und ich habe nie etwas gefunden, was Kellogg zusammenbringen würde mit dieser Geschichte mit so Geistergeschichten. This is the stuff he was involved in. Das sind die Dinge, mit denen er sich befasst hat. There's a fascinating story behind this. Und es gibt eine faszinierende Geschichte dahinter. The modern spiritualism began in 1849. Der moderne Spiritismus begann 1849. You remember the story of the Fox sisters and the knocking on the wall, that whole thing? Die Fox-Schwestern und das Klopfen an der Wand und all die Dinge, vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte. Right, everybody familiar with that? Yeah, good. Ja. Okay. Within a decade, it was the fastest growing
spiritual movement in the United States. Innerhalb von einem Jahrzehnt war es die schnellst wachsende spiritistische Bewegung in Amerika. By the late 50s, I think it was, I don't know, 60 different magazines just on spiritualism being published. In der Zeit gab es dann 60 verschiedene Magazine, die sich mit Spiritismus beschäftigt haben zum Beispiel. It just took off like wild. Und es hat einfach schnell große Ausmaße angenommen. Part of the reason for that was because it was interesting. Und ein Teil der Gründe war, dass es einfach interessant war. In America at the time, you had a lot of little towns scattered around the countryside. In Amerika hat man zu der Zeit damals viele kleine Dörfer quer übers Land verteilt gehabt. You lived on a farm and the next guy was, a kilometer away. Man hat auf einer Landwirtschaft gelebt und der nächste ist einen Kilometer weiter weg gewesen. Didn't have a TV, Man hat keinen Fernseher, didn't have a radio, kein Radio, didn't have internet. Internet. It's a pretty boring life. Also relativ langweiliges Leben. And then someone says, Frank's floating tables. Und dann sagt jemand, Frank is, ach so, okay, Frank tut Tischelrücken. okay. Floating tables. In the seances, the big thing was table floating. Und in diesen spiritistischen Sitzungen, in den Seancen, war die große Sache, dass man Tischel gerückt hat. And that's more exciting than watching the corn grow. Also, dass der Tisch sogar schwebt, ja. Okay, so there were a lot of people who gravitated to this really crude spiritualism just because it was fascinating. Und es gab deswegen sehr viele Menschen, die da einfach Zulauf gefunden haben, weil es einfach interessant war. Spannend. The average church had no concept of the state of the dead, so they didn't see a problem with it. Die durchschnittlichen Gemeinden damals hatten nicht wirklich eine Lehre über den Zustand der Toten und somit hatten sie kein Problem damit. And so for a number of years it was just like a popular parlor activity. Let's turn out the lights, light a candle and make the table float. Und für einige Zeit war es einfach wie eine Freizeitbeschäftigung. Drehen wir die Lichter runter, Kerzen anzünden und lassen wir einen Tisch schweben. But after you floated a few tables, they're all about the same. Und After you've floated a few tables, they're all about the same. Und nachdem ein paar Tische schon geschwebt haben, ist es jedes Mal das Gleiche. And by the early 60s, it was starting to die away because it's, what's the deal with that? Und in den frühen 60ern ist es dann auch wieder ein bisschen ausgestorben, weil, was ist da schon Großes dran? Right about that time, there was an arrival in the United States. Und zu dieser Zeit gab es etwas in den Vereinigten Staaten. A woman by the name of Helena Petrovna Blavatsky. Eine Dame mit diesem Namen. Ich glaube, das ist bekannt. Is that a shortcut? Ja. I said with this name. Yeah, I thought so. Madame Blavatsky, as she was known, Madame Blavatsky, so wie man sie kennt, was a spiritualist from Hungary, was it? Hungary, I think? I forget. Sie war Spiritist aus Russia? Ungarn oder aus Okay, Russland. Okay. She came to the United States and she wanted to form a great spiritualist society. Und sie kam nach Amerika und wollte eine große spiritistische Gesellschaft gründen. But she was very deep and philosophical. Aber sie war sehr tief in der Philosophie. And these guys were about as shallow as table floating. Und sie waren, die anderen waren so leer oder so oberflächlich, dass sie einfach nur Tischel also ja. Okay. And they were even getting out of table floating, so, Sie sind da keinen Schritt weitergegangen, die haben da einfach weitergemacht mit dem. She spent about 2 or 3 years there, something like that. Und sie hat 2 oder 3 Jahre dort verbracht. And the Americans were just so unsophisticated, she got sick of it. Und die Amerikaner, die wollten da nicht weitermachen und schließlich war sie es leid. And she went to India. Und sie ist nach Indien gegangen. And spent, I don't remember, 9, 12 something years in an ashram. Und hat 9, 12 Jahre in einem Ashram zugebracht, in einem sowas wie Kloster oder Schule. School over there, okay. And she learned all about Hinduism. Und sie hat alles über Hinduismus gelernt. Which, of course, fit very nicely with this kind of
philosophical Was spiritualism. natürlich sehr gut mit dieser Philosophie des Spiritismus zusammenpasst. Sometime in, I think it was the 1870s, maybe 1875 about, something like that, Und in den 70ern, in den 1870ern, 75 um die Zeit herum, she came back to the United States kam sie zurück nach Amerika and went looking for philosophical spiritualists. und hat nach philosophischen Spiritisten gesucht. And she founded an organization called the Theosophical Society of America. Und sie hat es in einer Organisation namens Theosophischer Gesellschaft von Amerika gefunden. Which was a weird mix of Hinduism and just some Eastern, what should I say, kind of gypsy fortune telling and all sorts of Das things. war so ein Mischmasch zwischen Hindu und was man jetzt auch bei den also Glaskugel schauen, wie heißt das? Genau, und solchen Geschichten. Also es war einfach ein großes Gemisch. Okay. What makes that all, well, let me just trace that a little bit further. That organization is still alive today. Diese Organisation gibt es heute noch immer. Madame Blavatsky, I don't remember, died in the early 1900s. Madame Blavatsky ist in den Anfang der 1900er Jahre gestorben. There were two different people that kind of wanted to take charge when she died, Und dann waren zwei, die da rivalisierend waren und Chef werden wollten. and they kind of fought back and forth for several years. Und einige Jahre ist der Kampf hin und her gegangen. And then one of them died, Dann einer von ihnen ist gestorben. and the other one said, "Yay, I'm the guy now." Dann sagt der andere, ja, okay, jetzt bin ich der Führer. And he died like a year later. Dann ist er ein Jahr später gestorben. Which, of course, if you're a spiritualist, dying is not really a problem, I guess. Aber So. wenn du Spiritist bist, dann ist ja Sterben kein großes Problem, denke ich. Anyhow, but then a new woman took the control. Und dann kam eine andere Dame und sie hat das geleitet danach. Maybe someone can help me with her name. It was Alice Bailey? Is that it? Alice Bailey? Alice Bailey, der I Name. think that's the name. Das Okay. ist wahrscheinlich der Name. Yeah, it's really interesting. She wrote a book, her most famous book, in 1927. Und es ist interessant, sie hat ihr berühmtestes Buch 1927 geschrieben. I think the title is The Internalization of the Hierarchy. Ich glaube, der Titel ist die Internalisierung der Hierarchie. I don't know what that means. Also das Aufnehmen ins Innere der Hierarchie. I haven't read that book either. Ich habe das Buch auch nicht gelesen. There's a lot of books I don't read. Es gibt viele Bücher, die ich nicht lese. But what I understand about that book is that she said, keep a low profile for 40 years. Aber was ich über dieses Buch verstanden habe, ist, dass sie dort schreibt, bleibt unterm Radar für die nächsten 40 Jahre. From 1927, 40 years takes you to 1967. Von 1927 plus 40 Jahre bringt euch zu 1967. I'm told that the book says during that 40-year time, they were to quietly and with no publicity infiltrate every area of society that they could. Und mir wurde gesagt, dass in diesen 40 Jahren sie leise und ohne großes Aufsehen zu erregen jeden Bereich der Gesellschaft infiltrieren sollten. But only after the 40 years were they to start becoming visible. Und erst nach diesen 40 Jahren sollten sie sichtbar werden. 1967 was an interesting year in the United States. 1967 war ein interessantes Jahr in den Vereinigten Staaten. Hopefully none of you remember this. Hoffentlich erinnert sich niemand von euch daran. But there was a huge song that year. Aber es hat ein großes Lied damals gegeben. Popular music song. Einen Hit. This is the dawning of the age of Aquarius. Das ist das Anbrechen des Zeitalters des Wassermanns. Yeah. Some of us remember that song. Manche von uns erinnern sich daran. Okay. That was seen widely as now's the time. Das wurde allgemein betrachtet, dass jetzt die Zeit gekommen ist. In 1967, spiritualism, spirits and things like that, you can pretty well look at that year, and from there on you can start to see the building of it. Man kann sich dieses Jahr genauer anschauen und all dieser Spiritismus, das mit den Geistern, man sieht genau, dass das dort aufgebaut wurde. Also A little piece of trivia that's probably not that important. und noch eine Kleinigkeit, vielleicht ist nicht so wichtig. Are you familiar with the board game Monopoly? Kennt ihr das Spiel Monopoly? Okay. Das Brettspiel?
Okay. The same company that makes Monopoly Die gleiche Firma, die dieses Spiel macht, sells the Ouija board. verkauft auch das Ouija-Board, also dieses Hexenbeschwörungsbrett da. Also es ist im Prinzip wie ein Hexenbrett, ja. 1967 is the first year they sold more Ouija boards than they sold Monopoly boards. 1967 ist das erste Jahr, dass sie mehr Ouija-Boards verkauft haben, eben so Hexenbretter, als Monopoly. And I understand they still sell more Ouija boards than Monopoly boards. Und ich glaube, sie verkaufen noch immer mehr Ouija-Boards als Monopoly-Spiele. Why is that any importance whatsoever? Ob das jetzt irgendeine Rolle spielt, egal. It just shows that some of those ideas are still around in the world. Es zeigt einfach, dass diese Gedanken, diese Philosophien noch immer da sind. But the other thing that's possibly important in this, Und das andere, was vielleicht wichtig wäre in dem, Dr. Kellogg married a Seventh-day Baptist girl. und Dr. Kellogg heiratete ein Siebenten-Tags-baptistisches Mädchen. She never did become a Seventh-day Und Adventist. sie wurde nie zur Siebenten-Tags-Adventistin. Now, to us that sounds kind of shocking. Nur für uns klingt das wahrscheinlich relativ schockierend. It wasn't seen that way at the time so much. Zu der Zeit damals wurde das nicht als so schlimm betrachtet. Yeah, she kept Sabbath. Ja, sie hat den Sabbat gehalten. Actually, in the 1890s, there were conversations between the General Conference and the leadership of the Seventh-day Baptist Church about possibly joining the two denominations. In 1890 gab es sogar Gespräche zwischen der Generalkonferenz und der Leitung der Siebenten-Tags-Baptisten, dass sie vielleicht eine gemeinsame Gemeinde sogar machen. In a lot of people's minds, they just didn't see that much difference, Und in den Gedanken von vielen Menschen hat es da gar nicht so viel Unterschied gegeben. which is a good reason for not trusting a lot of people's minds. Und das ist weiter ein Grund dafür, dass man sich nicht auf die Meinung von vielen verlässt. So when they started having the conversations back and forth, Also wie sie angefangen haben, da diese Diskussionen zu haben, the Seventh-day Baptists said, haben die Siebenten-Tags-Baptisten gesagt, Sabbath, yay! Sabbat, juhu, Second coming, zweites Kommen, sanctuary, Heiligtum, state of the dead, Zustand der Toten, spirit of prophecy. Geist der Weissagung. What's this? Was ist das? And so the conversation didn't go that far, really. Und so sind die Gespräche dann relativ bald. There are big differences between Seventh-day Adventists and Seventh-day Baptists. Und es gibt große Unterschiede zwischen diesen zwei. And unfortunately, some people couldn't see that. Und unglücklicherweise haben das einige nicht gesehen. But Aber Mrs. Kellogg was a Seventh-day Baptist. Frau Kellogg war eine Siebenten-Tags-Baptistin. She was a Seventh-day Baptist woman with a college degree. Und sie hatte auch einen Universitätsabschluss. Pretty rare in the 1870s. Relativ selten zu der damaligen Zeit. An old family friend of her family's Und ein alter Familienfreund von beiden Familien was a leader in the Seventh-day Baptist movement. war einer der Führer in der Siebenten-Tags-Baptistengemeinde. One of the most famous of their leadership, Und whatever. einer der berühmtesten, wichtigsten. A fellow by the name of Abram Herbert Lewis. Und sein Name war Abraham Herbert Lewis. He was a frequent guest in the Kellogg home. Und er war also er kam öfter mal bei den Kelloggs vorbei. He was the editor of the Sabbath Recorder, which was their version of the Review and Herald. Er war der Herausgeber des Sabbat, also Sabbat ist so ähnlich wie Review and Herald bei den Adventisten. He was also quite pantheistic in his thought. Und er war von seinem Denken her auch sehr pantheistisch. And it's interesting, in his biography, Und es ist interessant, in seiner Biografie, there's a quote from a letter that he wrote. da gibt es einen Ausschnitt aus einem Brief, den er geschrieben hat. Well, I don't know if it was a letter, but something that he wrote anyhow. Ich weiß nicht, ob es ein Brief war, aber irgendwas, was er geschrieben hat. And he tells how in his youth, as a teenager, Und er erzählt uns, als er jung war, he says, I came under the influence of a spiritualist physician, kam ich unter den Einfluss eines spiritistischen Arztes and after the crude manner of the times, und nach der Art, wie man damals das gemacht hat, I became a spiritualist medium. wurde ich zu einem spiritistischen Medium. Now, I've always wondered, he says, after that, I said crude, maybe it's rude, but after the rude manner, after the unsophisticated manner of the 1850s. Das heißt, nach der Art und Weise, also damals war das noch nicht so ausgefeilt. So this was in the table floating era. Das heißt, das war in der Zeit des Tischschwebens, zu der Zeit.
But why would he say after the rude manner of the times? Aber warum hat er gesagt, nach den groben Gepflogenheiten der damaligen Zeit? Why didn't he say, I was taken in by the apostasy? Warum sagt er nicht, warum sagt er nicht, ich wurde verführt vom Abfall mitgerissen, sondern er sagt nach dem Zeitgeist entsprechend. So. To say things were kind of rude and unsophisticated back then Also der Zeitgeist damals war ein bisschen anders. strongly implies that they're more sophisticated now. Und das, was er hier eben sagt, dass das damals noch nicht so ausgefeilt war, sagt, dass es heute schon ist. I strongly suspect that A.H. Lewis was also associated with the Theosophical Society. Und ich denke, dass dieser Mann, Lewis, eben auch mit der Theosophischen Gesellschaft in Verbindung stand. And it's a good chance that he was the source of Kellogg's pantheism. Und es ist, die Chancen stehen hoch, dass er wahrscheinlich die Quelle für Dr. Kelloggs Überlegungen war. Years ago, when I first learned that, Vor Jahren, als ich das zum ersten Mal gehört habe, I took a friend and went to a Theosophical Society reading room. nahm ich einen von meinen Freunden mit und wir sind in so einen Leseraum von der Theosophischen Gesellschaft gegangen. They're still around. Und die gibt es noch immer. I just looked in the yellow pages. Ich habe in den gelben Seiten nachgeschaut. Okay. There was one in Seattle. Da hat es eine gegeben in Seattle. So we drove up and stopped in the parking lot. Wir fuhren also hin und bleiben dort am Parkplatz stehen, We prayed haben gebetet and we went walking in. und sind reingegangen. Strange place. Komischer Ort. Kind of dim. Gedimmt, also dunkles Licht, Little incense wafting around. Weihrauch, der da durch die Luft schwebt This little bell chime on the door, you know. und so eine kleine Klingel an der Tür. We came walking in and there was no one there. Und wir kamen rein und da war niemand. There was a half a shelf of books Es gab so ein halbes Buchregal mit Büchern and a little hallway going to a back room right there. und dann einen Gang, der in einen nächsten Raum noch führte. And we came in and we're standing there just kind of looking around. Und wir kamen rein und haben uns umgeschaut. And this woman in a long dress came out of the back room. Und eine Frau mit einem langen Kleid kam aus dem hinteren Raum. And she came down this hallway behind this half shelf of books. Und sie ging diesen Gang entlang hinter diesem Bücherregal. And it was really weird Und es war wirklich komisch, because she just kind of went, you know, weil sie einfach so eine Bewegung I drauf hatte. she wasn't boing, boing, you know, she Sie wasn't ist- doing that. Sie ist nicht wirklich gegangen. Is she on a skateboard? Vielleicht hatte sie ein Rollbrett, It was really strange. man weiß es nicht. She said, "May I help you?" Kann ich Ihnen helfen? Just wanted to do a little reading. Ich möchte eigentlich nur was lesen. So we found the old records of the old copies of the Theosophist, their publication. Also wir haben dann die alten Veröffentlichungen von den Theosophen gefunden. And I started looking rapidly through. I was just looking for the name of A.H. Lewis. Und ich habe relativ schnell durchgeblättert und ich habe eigentlich nur nach diesem einen Namen gesucht. And my poor friend sitting next to me, Und mein Freund, der neben mir saß, after about 15 minutes, also der arme Freund, und nach 15 Minuten ungefähr, he said, "Dave, let's get out of here." sagte er, Dave, verschwind mal. So I have another rule. Und ich habe eine andere Regel. Don't go to the reading room. Geht nicht zum Leseraum. I don't think it's worth it. Ich denke nicht, dass es das wert ist. I think that one was a mistake. Ich glaube, das war ein Fehler. But fortunately, the Lord Glücklicherweise, forgives mistakes. der Herr vergibt Fehler. Now, but this kind of spiritualism Diese Art von Spiritismus is what we're seeing now. ist das, was wir jetzt sehen. I have no question that the departed spirits thing is going to come back in a. I mean, it's being laid on TV. Let's put it that way. Ich meine, es war nur eine Frage der Zeit, dass diese Dinge mit den verstorbenen Geistern wieder zurückkommt. Ich meine, man sieht es im Fernsehen überall. Okay, but the people who are advocating religious theories, there's not that many that are seriously advocating that kind of zombie apocalypse as truth.
Und es ist jetzt natürlich nicht so, dass man diese Dinge als Wahrheit predigt, und Anführungszeichen von den geistlichen Leitern, die das machen. You got all sorts of people advocating this stuff as truth. Aber man hat viele andere Menschen, die das hier als Wahrheit darstellen, was man hier jetzt sieht. The departed spirits part is the foundations being laid in the TVs and the movies and all that. Das heißt, die Grundlage, um dies zu glauben, wird in den Filmen gelegt, aber okay, nur damit ihr es ganz kurz versteht. Einerseits die geistlichen Lehrer sehen das nicht als Wahrheit an, das mit den Zombies, aber es bringt die Grundlage dafür, dass man danach diese Theorien annimmt. Höchstverständlich, okay. Maybe the most basic thing to remember is that Satan's work at the end of time is a counterfeit. Die grundsätzlichste Sache, die man sich merken sollte, ist, dass das Werk Satans am Ende der Zeit eine Fälschung sein wird. We are familiar with one particular glaring example. Wir kennen ein besonderes Beispiel von dem Ganzen. It's in the book Great Controversy. Und es ist im Buch Der große Kampf. The shout of triumph rings out upon the air. Es ertönt der Jubelruf. Christ has come. Christ has come. Christus ist gekommen. Christus The ist gekommen. people prostrate themselves in adoration before him, Menschen werfen sich vor ihm nieder, while he lifts up his hands and pronounces a blessing upon them, während er seine Hände erhebt und sie segnet. as Christ blessed his disciples when he was upon the earth. Wie Christus seine Jünger segnete, als er auf Erden war. His voice is soft and subdued, yet full of melody. Seine Stimme ist sanft und leise, aber dennoch voller Wohlklang. In gentle, compassionate tones, he presents some of the same gracious heavenly truths which the Savior uttered. In mildem, mitfühlenden Ton wiederholt er einige der großartigen himmlischen Wahrheiten, die schon Jesus ausgesprochen hat. He heals the diseases of the people. Er heilt die Krankheiten der Menschen, And then, in his assumed character of Christ, tritt dadurch wie Christus auf he claims to have changed Sabbath to Sunday. und behauptet nun, er habe den Sabbat auf den Sonntag verlegt. Now, notice this part here. Schaut euch das an. He's a medical missionary. Er ist ein medizinischer Missionar. He teaches the truth, Er lehrt die Wahrheit, parts of the Teil. truth. teilweise die Wahrheit. He heals the people. Und er heilt die Kranken, die Menschen. He's doing exactly what Ellen White told us he would do. Er macht genau das, was Ellen White uns gesagt hat, dass er tun wird. Satan will come in to deceive, if possible, the very elect. Satan wird erscheinen, um wenn möglich sogar die Auserwählten zu verführen. He claims to be Christ, Er behauptet, Christus zu sein. and he is coming in pretending to be the great medical missionary. Kommt herein und gibt sich als der große medizinische Missionar aus. Now, our closing thought for right now is just simply this. Und der abschließende Gedanke für jetzt ist folgendes. That's not when the false medical missionary work begins. Das ist nicht der Zeitpunkt, wo die falsche medizinische Missionsarbeit beginnt. This is the culmination Das ist die Kumulierung, also die Verdichtung oder der Höhepunkt of the counterfeit medical missionary work. der Fälschungen der medizinischen Missionsarbeit. Okay, our time is up for now, so let's stop. Unsere Zeit ist vorbei, also wollen wir Oops. wieder abschließen. Shall we stand for prayer? Wir möchten aufstehen zum Gebet. Father, we are thankful for the information that you've made available to us. Vater, wir sind dankbar für die Informationen, die du uns zugänglich gemacht hast. We are blessed to know some aspects of the future. Wir sind gesegnet, dass wir einige Aspekte der Zukunft sehen können. But help us to never lose sight of the fact Hilf uns niemals, das aus der Sicht zu verlieren, that knowledge will not save us. dass das Wissen uns nicht retten wird. We pray that we may take these things to heart Wir bitten dich, dass wir diese Dinge uns zu Herzen nehmen and turn them to action. und sie in Handlungen umwandeln. We pray you would disentangle us from worldly policy. Wir bitten dich, nimm du uns heraus aus der weltlichen Politik, entflechte du uns. Cut it away from us. Schneid es weg von uns. Whatever it is, Was immer es auch sein mag.
And help us to be glad when it goes, Und hilf uns, dass wir uns freuen, wenn es weg ist. rather than to feel that you are stripping from us things of value. Anstatt, dass wir uns so fühlen, als ob du uns Dinge, die Wert haben, wegnehmen willst. We pray you would work with us to this end now. Wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen.